ist der Hass auf TikTok berechtigt. Wir hatten ja vor kurzem bei mir auf dem Kanal auch das Standbild von Rick ist super. Ja, gut, ich meine, ich kann nichts dafür, wenn er bei Null anfängt. Durch den Hass bekommt die Seite doch nur noch mehr Aufmerksamkeit. Okay, schauen wir erstmal, was sie sagen. Nicht Putins Bomben oder der Klimawandel wird die Erde zerstören. Nein. TikTok ist unser Untergang. Teenies werden mit ihren Dances den Armageddon beschwören. Und dann kommt Bruce Willis und rettet den Tag. Unter den Social-Media-Plattformen ist TikTok ein willkommener Sündenbock. Wir sind vielleicht scheiße, aber wir sind wenigstens nicht so scheiße wie TikTok. Aber wollt ihr nicht genauso sein wie TikTok? Ja. Ihr verkauft Daten an die Chinesen. Wir an die NSA. We are not the same. Es ist auch relativ beliebt auf YouTube Videos Ja, okay. Ich sehe, in welche Richtung es geht. zu machen, Alter. TikTok ist schlimmer als Hitler zum Quadrat. Und wir wollen TikTok auch nicht verteidigen. Das Problem ist nur, manche Vorwürfe sind so ein bisschen deswegen. Warte, wir machen das nochmal mit dem Das hat mir tatsächlich mein Gesangslehrer hat mir gesagt, das ist ein guter Trick, um mit Growling anzufangen, damit man diese Taschenfalten findet, die da vibrieren. Dann kann so voll cool. Mach das mal, das finde ich ist super spannend. Gehen wir diese Vorwürfe mal durch. Vorwurf Nummer 1. TikTok-Tackfuck macht die Aufmerksamkeitsspanne so kurz wie Donald Trumps Schwanz. TikTok-Inhalte sind halt so bam, 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 bam. Du musst sofort catchen, ansonsten wirst du in den Müll geswiped. Unterhalt mich, sonst erschieße ich dich. Okay, ist Tanzen in Ordnung? Worüber haben wir nochmal geredet? In der Tat, TikTok ist nicht gerade auf eine lange Aufmerksamkeitsspanne ausgelegt. Aber sehr Fun Fact, TikTok hat angefangen, längere Videos zu supporten, bis zu, keine Ahnung, sehr, sehr lang und sogar Livestreams zu supporten, die ja gerade eine extrem hohe Aufmerksamkeitsquote brauchen. Fand ich sehr, sehr interessant. Manche laden da auch wirklich so 2, 3, 10 Minuten Videos hoch. Das kommt echt individuell drauf an, wie viele Leute denn da gucken. Ich fand es auch sehr interessant, dass sich je nach Video unter TikTok-Videos teilweise die Kommentarsektion echt also zivilisierter war als unter den meisten YouTube-Videos oder unter manchen YouTube-Videos. Wenn ich mir manche meiner Shorts ansehe, dann lese ich lieber die TikTok-Kommentare als die auf YouTube. Das ist wirklich faszinierend. Also tatsächlich müsst ihr mal gucken. TikTok hat generell eine extrem hohe Interaktionsrate, also eine Engagement Rate von wegen entweder liken oder kommentieren, die auf anderen Plattformen nicht da ist, nicht mal ansatzweise. Aber teilweise sind die echt zivilisierter bei TikTok. Also ich lade einfach dieselben Short-Videos hoch bei TikTok und bei YouTube und bei Instagram. Ja. Das sind dreimal exakt dasselbe Short. Und es ist wirklich faszinierend. Und jetzt habe ich eine Theorie, wie das zustande kommt. Verurteilt mich nicht. Aber ich glaube, dass YouTube extrem stark in Bubbles denkt. Also, die Bubbles auf YouTube sind anders als die auf TikTok. Und ich habe tatsächlich mal mit jemandem gesprochen, wenn ein Video zum Beispiel in einer Bubble groß wird, dann bleibt es meist in der Bubble und es gibt keine Überschneidung zu anderen Bubbles. Und da spricht man tatsächlich mittlerweile schon zum Beispiel von BookTok für TikTok über Bücher. Man spricht über, keine Ahnung, Cybersecurity Talk, I guess. Das heißt, da gibt es wirklich solche kleinen Bubbles, in die es dann immer wieder reingeht. Also wenn ich jetzt einen Short hochlade, was über KI ist, dann kommt es in die KI-TikTok-Bubble. Wenn ich einen Short also TikTok erkennt quasi den Inhalt und schmeißt das einfach da rein und guckt mal, wie es bei den ersten 1000 Leuten ankommt und dann bei den nächsten 10.000 Leuten und dann bei den nächsten 100.000 Leuten und so weiter und so fort. Und das ist sehr, sehr spannend, weil dadurch bleibt es so ein bisschen in dieser Bubble drin und man kann so ein bisschen sagen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich den Leuten ausgespielt. Mal gucken, wie die das finden, aber jemand anders wird es halt wahrscheinlich nicht sehen. So, wenn ich jetzt allerdings bei YouTube eins hochlade, YouTube macht das irgendwie anders. Und ich weiß noch nicht genau, wie YouTube das macht. Weil manche meiner Shorts sind eindeutig in, wie drücke ich das jetzt aus? Sind eindeutig in eine Bubble, die, sagen wir so, den russischen Angriffskrieg befürwortet gegangen. Ja? Nämlich ziemlich genau immer dann, wenn Russland irgendwie drin vorkommt. Und ich weiß nicht genau, woran das liegt. Also ich habe zum Beispiel einfach einen Hackerangriff von einer russischen Hackergruppe berichtet, mit Fakten belegt. Und ich werde halt legit die ganze Zeit drunter angegangen, von wegen, ja, die Fakten sind nicht gecheckt oder die Fakten stimmen gar nicht, bla bla bla. Ne? Aber ohne Gegenargumente. Und das finde ich sehr spannend, weil YouTube promotet das in eine andere Bubble als TikTok. TikTok hat das ganz normal in die Hacking-Bubble geordnet.
Während YouTube hat das irgendwie in so eine andere Bubble geordnet. Und das finde ich anstrengend, dass ich bei YouTube nicht sagen kann, in was für eine Bubble das kommt. Beziehungsweise, dass die Bubbles bei YouTube so nicht offen sind, aber irgendwie halt auch nicht eindeutig sind. Also irgendwie ist es bei YouTube nicht so klar definiert, während bei TikTok, da leben die quasi davon, dass es in die richtige Bubble kommt. Aber YouTube hat tatsächlich auch, glaube ich, einfach weniger Zuschauer bei den Shorts als TikTok insgesamt. Viele Sachen sind heutzutage so gebaut, dass du eine ständige Reizüberflutung kriegst, um dich halt an der richtig, Stange Reizüberflutung. zu halten. Ja, liebe Boomer da draußen, es gibt auch wissenschaftliche Statistiken, die richtig statistisch sind, wovon jeder genau weiß, wo die herkommen und wie die erhoben wurden. Es könnte aber auch einfach sein, dass Leute mit kurzen Aufmerksamkeitsspannen eher bei TikTok feststecken halten bleiben tun. I'm stuck, bro. I can't concentrate. I'm so Step stuck. Talk, I'm stuck. Was auf jeden Fall nicht stimmt, ist, dass keine langen Inhalte mehr konsumiert werden. Podcasts, Wissenschaftsformate, Diskussionsrunden, Alter, Maischberger und Lanz, die sauge ich, also Ist jetzt auf nicht wie so ein ein Schwamm. Scheiß Beispiel, yo. Sogar Content, der lang ist, aber keinen guten Inhalt hat, wird gut geklickt. Siehe Y Collective. Dass Inhalte kürzer werden, ist jetzt nicht unbedingt nur negativ. Dass Wissenschaftsformate jetzt nicht auf irgendwie 45 Minuten gestreckt werden, weil sie eine bestimmte Sendezeit erfüllen müssen und deswegen ganz viele Landschaftsaufnahmen zwischenprügeln, das vermisse ich jetzt nicht. Stopp, bevor wir das machen. So. Genau, das ist tatsächlich ein Vorwurf, den ich auch bei YouTube manchmal bekomme. Bei TikTok oder bei Shorts generell muss man, weil man ja limitiert ist auf 1 Minute, muss ich ja sozusagen voraussetzen, dass ihr euch schon mit dem Thema ein bisschen auskennt. TikTok kurz gesagt. Alter, fick mein Leben. Warum laden die das nicht bei YouTube hoch? Ich würde die voll gerne gucken, aber ich will kein TikTok konsumieren. Ich habe die App nicht mal, also ich benutze die legit zum nicht mal hochladen. Mach das über einen Browser. Naja, anyways, grundsätzlich muss ich persönlich sagen, wenn ich Shorts erstelle, dann setze ich einfach voraus, dass ihr euch ein bisschen mit dem ganzen Thema auseinandergesetzt habt schon. Das heißt, wenn ich irgendwie über einen Hackerangriff berichte, dann gehe ich davon aus, dass ihr schon mal wisst, was so die grundlegende Gefahr von Hackerangriffen ist und ich euch eigentlich bloß erzählen muss, was passiert ist und was ihr dagegen tun könnt. Das würde ich bei einem bei einem normalen langen Video würde ich das anders machen. Genau. Und wenn ich dann so ein langes Video erstelle, dann muss ich auch über eine gewisse Laufzeit kommen, weil ansonsten denken sich die Leute, das geht ja nur 1 Minute, da klicke ich gar nicht drauf. Weil manche Leute dann halt sagen, ey, da habe ich quasi nichts davon, deswegen mache ich das gar nicht auf. So, das heißt, bei den langen Videos hat sich eigentlich etabliert, man muss mindestens 7 Minuten oder zumindest 6 Minuten muss man machen. Und manche füllen dann tatsächlich einfach auf. Genau, aber ein kurzes Video, das Wissen vermittelt, auf eine richtige Basis aufsetzt und dann wirklich bereichernd ist, das ist gar nicht mal einfach. Deswegen nutze ich sie eigentlich fast immer ja, für News-Formate, wo ich dann relativ kurz und knapp mal dran erinnern kann, hey, wie wäre es, wenn ihr mal euren ganzen Systemkram aktualisiert? So, das ist ein bisschen die Idee. Also das ist halt so ein bisschen das Ding. Man muss, ich meine, schaut euch mal dieses Video an, ne? Wir haben hier vorne Einleitung. Einleitung, 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 Einleitung. 1 Minute ungefähr. Irgendwo hier, was ich jetzt wahrscheinlich gerade übersprungen habe, irgendwo hier fängt Kapitel oder Vorwurf 1 an. So, das heißt, wir haben 1 Minute Einleitung, wir haben 1 Minute Vorwurf 1, 1 Minute Vorwurf 2, 1 Minute Vorwurf 3 wahrscheinlich und so weiter und so fort. Wenn sie jetzt Kapitel hätten, wäre es ein bisschen einfacher für mich. Die Problematik ist doch bei langen Videos, also zumindest für mich, dass einfach Leute auch früher abspringen. Bei Shorts ist eine Wiedergabezeit von 90% gut. Nicht sehr gut, gut. Von über 100% ist eine Wiedergabezeit gut. Also richtig gut. Und das ist sau schwer zu bekommen. Während bei langen Videos sind gerade mal so 60-70% werden so allmählich gut. Und ja, über 100. Das heißt, die Shorts loopen normalerweise. Das heißt, die fangen, wenn sie hinten angekommen sind, fangen sie wieder von vorne an. Deswegen baue ich die auch manchmal so, dass ich hinten quasi den Satz beende und dann fängt es vorne wieder an. Das macht das macht mir auch einfach sehr viel Spaß, muss ich sagen. Das ist nicht Pflicht, aber ich mach's halt gerne. Es ist halt irgendwie lustig. Ich mag solche Loops. Das ist quasi wie eine Gift. Die fängt einfach auch wieder von vorne an. Und genau, das zählt mir einfach richtig. Während bei einem langen Video sind es halt so 60%. So, und wenn ich jetzt dieses lange Video hier in Shorts bauen würde und auf TikTok hochladen würde mit verschiedenen Vorwürfen, also TikTok fesselt dich, TikTok macht die Aufmerksamkeitsspanne kürzer, plus die anderen Shorts auch noch alle dazu, dann wäre das halt nicht eins, sondern halt mehrere. Es macht
aber im Endeffekt von der inhaltlichen Debatte keinen großen Unterschied. Es ist nur anders aufgebaut. Das ist quasi nur ein Aspekt. Von einem großen Video würde ich jetzt allerdings erwarten, dass mehrere Aspekte beleuchtet werden. Und das sehe ich als großen Nachteil von Shorts oder von TikToks, wenn man das wirklich so aufbricht, dass ich quasi eigentlich ein langes Video hätte, wo alles beleuchtet werden würde. Also, wo zum Beispiel alle Tipps für Cybersecurity mal zusammengefasst werden würden, zumindest kurz, dann würde ich davon ausgehen, dass ich halt danach wirklich umfassend Bescheid weiß. Während, wenn ich so 100.000 Shorts sehe, dann weiß ich halt nicht, ob ich alle gesehen habe. Ich meine, woher weiß ich, ob ich jetzt durch den Algorithmus per Zufall eins bekommen habe? Das finde ich ein bisschen doof. Also es ist irgendwie einfach eine andere Dynamik dann auch. Nummer 2. TikTok fesselt dich. TikTok packt dich, schmeißt dich zu Boden und spritzt dir das Dopamin in deine Adern und hält dich dann da und ballert dir deine Videos rein und kannst dich einfach nicht mehr wehren, weil du würdest total eigentlich Wissenschaftsvideos angucken oder neue Sprache lernen oder aufräumen, aber du kannst einfach nicht anders. TikTok hält dich am Boden. Also so wird manchmal der Algorithmus von TikTok beschrieben. Also der Vorwurf ist, der Algorithmus ist so gut, dass du TikTok nicht mehr aus der Hand legen kannst. Also tatsächlich ist es bei TikTok relativ böse, weil es nicht nur auf dein Konsumverhalten auf TikTok basiert, sondern auf allem, was du auf deinem Handy machst. Aber alle Seiten versuchen ja, dir den Content zu zeigen. Das stimmt nicht. Der TikTok-Algorithmus basiert halt auf dem, was du auf TikTok machst. TikTok als App hat an sich keine Rechte, auf andere Sachen zuzugreifen, wenn ihr dem die Rechte halt nicht gebt. Aber ja, ganz kurz das Argument fertig hören. Den du sehen willst und haben deshalb irgendwelche Algorithmen. Ich muss aber bei TikTok sagen, bei mir funktioniert das überhaupt gar nicht. Du musst erst ein paar Videos liken und disliken, damit er sich auf dich einstellen kann. Es gibt keine Dislikes. Ich habe noch nie so eine Masse an unlustigen, beschissenen, langweiligen Content gesehen wie auf TikTok. Stattdessen bleibe ich aber auf anderen Social-Media-Seiten hängen, wo ich mich frage, was ist besser? Nonsense-Scrolling auf TikTok oder Doom-Scrolling auf Twitter? Ich meine, jetzt mal ein bisschen sich berieseln lassen ist jetzt nicht wirklich schlimm. Aber wahrscheinlich sollten wir alle mal ein bisschen mehr das Handy weglegen und mit unseren Gedanken alleine sein. Denk dran, Rick, im Winter darfst du das Büro nur auf 19 Grad heizen. Aber die Heizung geht nur von 0 bis 5. Aber zu sagen, boah, Ich habe 20 Grad hier, es ist furchtbar warm schon wieder. Ich habe den ganzen Tag das Fenster aufgehabt. Ich komme nicht mehr unter 20 Grad hier drin. TikTok-Algorithmus ist so gut, man kann dieses Ding einfach nicht mehr weglegen. Ist ein merkwürdiges Argument. Weil, wo ist jetzt der Unterschied zu, boah, Videospiele machen süchtig. Die machen so viel Spaß, dass ich einfach nicht aufhören kann zu spielen. Ha, das klingt schrecklich. Wow, das kriege ich nur Videos, die ich sehen will. Wow, das ist schlimm. Ich meine, am Ende sind es halt nur Videos. Du wirst halt jetzt nicht gefesselt und mit Heroin zugepumpt und dir wird das ganze Geld aus der Tasche gelockt. Es ist nicht so schlimm, dass man irgendwie sagen kann, wow, TikTok muss verboten werden. Am Ende ist es halt doch irgendwie deine Verantwortung, das scheiß Handy mal wegzulegen oder es aus der Hand deiner Kinder zu schlagen. Und das Ja. Kind gleich dazu vor. Okay, gut. Wollen wir ganz kurz ihn fertig machen lassen, bevor wir ihn fertig machen? Nein, Spaß, das war ein Scherz. Das hat mein Mathelehrer früher immer gesagt. Fand ich immer super lustig. Deswegen, ganz kurz dazu. Also, der TikTok-Algorithmus ist rabiater als die anderen Social-Media-Algorithmen. Und das heißt nicht, dass du nur die Inhalte siehst, die dir Spaß machen. Und das ist, glaube ich, das fundamentale Missverständnis an der Stelle. Das Problem beim TikTok-Algorithmus ist, dass du die Inhalte bekommst, die dich möglichst lange an die Plattform fesseln. So, das hört sich jetzt ähnlich an, ist aber was eigentlich anderes. Denn, und das ist tatsächlich ein Problem, wenn du Depressionen hast und du bist auf TikTok, dann bekommst du Videos vorgeschlagen die ganze Zeit, die dich tiefer in deine Depression versinken lassen. Und wenn du dann viel tiefer drin bist, bleibst du einfach die ganze Zeit da drin. Dadurch wird es einfach sehr schwer, da wieder rauszukommen. TikTok nutzt deine Persönlichkeit sozusagen aus, um dir möglichst lange diese Plattform aufs Auge zu drücken. Das heißt, es versucht dich wirklich systematisch davon abhängig zu machen. Und ja, das machen andere Social-Media-Algorithmen auch. Instagram zum Beispiel macht das auch, aber die machen das nicht ganz so brutal oder rabiat, wobei da auch wirklich diese Problematik herrscht. Wenn du magersüchtig bist, kommst du sehr schnell in diese Bubble rein, wo dir permanent einfach nur magersüchtige Menschen aufs Auge gedrückt werden. Und du dann immer noch denkst, du bist zu fett dafür. So. Das ist das große Problem. YouTube macht das nicht so stark, I guess, weil die Videos einfach länger sind, man halt vielleicht einfach breiter informiert wird. Aber bei Shorts wird das wahrscheinlich ähnlich sein. Der Vergleich mit den Videospielen hinkt aber insofern, als dass Videospiele dir nicht irgendwie suggerieren, dass du traurig sein solltest oder so und dann halt länger zocken musst, sondern, naja, das ist halt einfach ein Spiel, es gibt eine Welt und die Welt ist halt für alle gleich.
Deswegen manipuliert sie dich nicht basierend auf deiner, noch nicht, muss man sagen, basierend auf deiner Persönlichkeit, um möglichst viel Zeit da reinzustecken. Und ja, klar, natürlich kann man den Algorithmus auf TikTok manipulieren, aber es geht ja nicht darum, dass du und ich, also Leute, die sich mit so einer Thematik auseinandersetzen, irgendwie darunter leiden, sondern dass halt Leute darunter leiden, die vielleicht keine Ahnung haben, die leicht zu beeinflussen sind und die dann gezielt irgendwie Werbung von irgendwelchen fishy Coaches vorgeschlagen bekommen, die dann dir irgendwas verkaufen, was halt perfekt auf deine Lebenssituation angepasst ist. YouTube am TV ohne Anmeldung. Dort bekomme ich immer Videos von der AfD vorgeschlagen, die gestern an meinem Standort dachte, YouTube wollte rechte Inhalte nicht mehr fördern. Das ist halt, dass ich keine Videos von anderen Parteien vorgeschlagen bekomme. Die AfD ist krass, was Social Media angeht. Die haben das wirklich ein bisschen geknackt. Also ich meine, du musst dir überlegen, ne, was machen die anderen Parteien auf Social Media? Die machen halt nicht viel, während bei AfD ist halt quasi jedes Mitglied irgendwie gefühlt auf Social Media. Bei TikTok sind die richtig, richtig hart vertreten. Und ich krieg auch, wenn ich irgendwie ein paar Mal swipen würde, würde ich wahrscheinlich auch ständig AfD vorgeschlagen bekommen, weil die einfach mengentechnisch sehr viel mehr sind und dann halt auch noch sehr viel Klicks bekommen, weil viele Leute das irgendwie konsumieren. Es ist ziemlich tricky, aber die anderen Parteien könnten das auch, aber sie machen es halt nicht. Google News ist so krass aufs Geschlecht fixiert. Meine Freundin bekommt die ganze Zeit irgendwelche Promi-Sachen, obwohl sie immer kein Interesse markiert. Und ich kriege die ganze Zeit immer Fußball, obwohl ich mindestens einmal im Monat Fußball als nicht interessant markiere. Furchtbar. Short-Video-Content wirkt sich erwiesenermaßen auf die Aufmerksamkeitsspanne aus, am meisten bei Kindern. Glaube ich gerne. Genau, Space Fox, richtig, wir wollten weitermachen. Genau, also nächstes, alles für die Klicks. Vorwurf Nummer 3. Alles für die Klicks. Deswegen machen die Leute die absurdesten Sachen, um dieses Autounfallprinzip zu triggern. Es ist so weird, dass du irgendwie drauf hängen bleibst, obwohl du es eigentlich gar nicht sehen willst. Und TikTok denkt dann, lol, die feiern das und zeigt es dann noch mehr Leuten. Und es ist seit dem Internet so ein Phänomen, dass die Leute alles machen, um Internet-Points zu farmen. Das war auch schon vor dem Internet so. Internet-Points farmen? Vor dem Internet? Ja, Fame Points. Und die Gefahr ist dann halt, dass Leute eklige, demütigende oder gefährliche Dinge machen. Das ist auch nichts Neues. Das gleiche passiert ja auch schon auf YouTube oder anderen Plattformen. TikTok hat es jetzt halt nur eben auf nochmal eine neue Ebene gepackt. Es gab halt auch nie vorher eine Plattform, mit der es möglich war, so einfach, so schnell, so viele Leute zu erreichen. Obwohl dich vorher niemand kannte. Zugegebenerweise muss man aber auch sagen, das geht natürlich auch für Leute, die tatsächlich Talent haben oder witzig sind. Aber was TikTok vor allem vorgebracht hat, sind Teenager, die andere Teenager verdammt feucht gemacht haben. Moment, war das jetzt ein Argument dafür oder dagegen? Ja, alles für die Klicks. Lasst uns das nochmal ganz kurz besprechen. Alles für die Klicks ist eigentlich schon immer ein Prinzip, seit es eigentlich klickbasiert ist, wie viel Einnahmen du hast. Das war eigentlich schon relativ früh so. Also ich meine, YouTube hat damit angefangen, oder die YouTuber haben damit angefangen, als sie bezahlt wurden, als es um Klicks ging im Endeffekt, beziehungsweise als es einen Algorithmus gab. Als es irgendwie relevant wurde, dass, oder wie viele Leute dann ein Video sehen. Ich meine, wenn 1000 Leute ein Video von mir sehen, ist das erstmal schlecht. Erstmal, also so, ne, nach, keine Ahnung, 2, 3 Tagen oder sowas, wenn 1000 Leute ein Video sehen, ist das schlecht, aber es bedeutet erstmal, dass weitere Leute viel, viel schwerer dazukommen. Sprich, die ersten Leute entscheiden, wie gut das Video weiter gezeigt wird, wie viele Leute das auf der Startseite sehen. So, und genauso ist es bei Shorts auch. Wenn die Leute lange zusehen, wie gesagt, es geht alles über Watchtime eigentlich, wenn die Leute lange zusehen, dann kriegen es mehr Leute vorgeschlagen, sprich mehr Leute sehen dein Video und dadurch wirst du bekannter und im Fall von YouTube oder Influencern ist das halt dein Gehalt am Ende. Das ist im Endeffekt schon etabliert worden, als die ersten Werbeanzeigen gekommen sind. Also ich meine, keine Ahnung, irgendwelche Cheat-Seiten von ganz früher haben mit Werbung ihr Geld verdient, aber die Werbung wird ja nur an die Leute ausgespielt, die dann auch wirklich gekommen sind. Und dementsprechend war es damals schon eigentlich alles für die Klicks. Also deswegen macht auch Bild unfassbar reißerische Headlines, weil, naja, reißerische Headlines verkaufen sich bei der Tanke halt besser als, ja, Digga, wer hat mal wieder einen Hackerangriff? So, da klickt sich einfach oder verkauft sich einfach besser, wenn man schreibt, gefährlicher Hackerangriff, der potenziell ein Atomkraftwerk in die Luft gejagt hat. Das ist halt, ja, es ist nichts anderes. Und da bin ich auch so ein bisschen mit mir mittlerweile eher im Reinen, was Clickbait angeht. Es gibt Clickbait, wenn man einen Titel wählt und ein Thumbnail wählt, die am Ende nicht
im Video oder im Artikel oder was auch immer erfüllt werden, dann ist das für mich Clickbait und dann melde ich auch eiskalt jedes Video oder jeden Artikel. Das kann ich nicht leiden. Das ist furchtbar. Wenn die Frage nicht beantwortet wird. Während, wenn die Frage und der Titel relevant sind und beantwortet werden, dann ist es kein Clickbait mehr, weil dann ist es halt tatsächlich passiert. Und ja, das ist so für mich irgendwie dieses Clickbait. Ja, und ich muss sagen, YouTuber sind in letzter Zeit, was Clickbait angeht, echt fair geworden. Also ich sehe eigentlich selten, also zumindest die ich gucke, machen eigentlich keinen Clickbait mehr, sondern machen Titel und Bilder, die sie halt dann am Ende auch erfüllen. Und das versuche ich eben auch zu machen. Das ist so mein Anspruch, den ich auch an mich habe. Aber ich hatte da auch mal eine Diskussion mit jemandem, der das ein bisschen anders gesehen hat. Der findet, dass irgendwie reißerische Titel halt einfach immer Clickbait sind, auch wenn man sie am Ende erfüllt im Video. Muss jeder für sich entscheiden. Ist das dann mittlerweile bei YouTube bestraft, wenn man Clickbait macht? Du kannst ein Video melden. Also wenn du zum Beispiel jetzt auf der Startseite bist, ich zeig dir das mal, kannst du hierher gehen und hier zum Beispiel kein Interesse oder melden sogar machen. Und genau diese Sachen oder kannst du auch bei Google News machen, fördern dann halt am Ende, dass das Video insgesamt bei viel, viel weniger Leuten ausgestrahlt wird. Und im Zweifelsfall wird es sogar gesperrt. Also es ist laut YouTube verboten, einen Titel zu wählen, der nicht zu deinem Video passt. Das darfst du tatsächlich gar nicht. Das steht in den Community-Richtlinien dabei. Als Bild dürfte auf YouTube gar nicht existieren. Eigentlich, also wenn sie halt Clickbait machen, dann nicht, ja. Das wird eng mit schaffen. Oh, shit, Nummer das ist recht, 4, danke. böse Challenges. Ich hab mal eine Challenge für euch, Kids. Und zwar die räumt euer Zimmer auf und macht brav die Hausaufgaben-Challenge. Comedy Gold. Ja, ich bin 40 und immer noch lustig. Aber Ist er wirklich 40? Ich sag, weiß jemand, ob er wirklich 40 ist? Challenges sind jetzt auch nicht wirklich Neues und die meisten sind halt harmlos. Das ist halt sowas wie zeig, was du in deiner Tasche hast, Challenge oder zeig deine letzte Nachricht, Challenge. Warum mache ich das so als würde ich rappen? Weil du Und zwar cool schlecht rappen. bist. Aber manchmal kommt dann halt so eine Challenge raus wie halte Luft an, bis du bewusstlos wird, Challenge. Ja, lustig. Und dann verletzen sich welche oder Okay, sterben. weiß ich. Yay! Das klingt jetzt ein bisschen makaber, aber man muss es tatsächlich ein bisschen in Relation setzen, weil so eine Dinge passieren andauernd. Wenn du aktiv danach suchst, findest du tausende Geschichten von Leuten, die sich unglaublich dumm verletzen und unglaublich dumme Dinge machen. Dumb ways to die. Oder wie es halt immer heißt, wir haben früher als Kids auch so dumme Sachen gemacht, aber wir haben sie nicht ins Internet gestellt. Was auch wahr ist. Es wird aber auch ein bisschen aufgebauscht, weil es halt unglaublich gefundenes Fressen für die Altmedien ist. Hi, ich bin Detlef von Öffentlich-Rechtliche Recherche. Immer wieder hört man von gefährlichen Dass die Öffentlich-Rechtlichen auch wirklich immer beim Laufen filmen müssen. Ey, wirklich, das ist furchtbar. TikTok-Challenges, wo dumme Kinder dumme Challenges machen mit dummen Konsequenzen. Ich schaue mir hier gerade richtig dumme Challenges auf TikTok an und ich frage mich, warum ist man so dumm und macht sowas Dummes? Um das rauszufinden, Wirklich treffe ich so. mich jetzt mit Stefan. Stefan ist ein bisschen dumm und hat deshalb so eine dumme Challenge gemacht. Warum hast du sowas Dummes gemacht? Naja, ich war halt dumm. Ja, man muss schon richtig dämlich kann sein, ist um das jetzt. sowas Dummes zu machen, oder? Ja. Ja, richtig dumm, du. Dumme Sau, du. Jetzt rede ich mit jemandem, der studiert hat. Hallo, warum machen junge Menschen so dumme Challenges? Nun ja, junge Menschen sind halt richtig dumm. Wow, danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. TikTok selbst verweist auf Medienkompetenz. Aber reicht das? Schließlich sind Teenies richtig dumm. Hier ist halt Ich mag diese Anspielung auf die öffentlich-rechtlichen Formate oder die Funkformate einfach, die so oft einfach dieses Laufen filmen, dann irgendeinen Experten interviewen und dann irgendwie jemanden interviewen, der betroffen ist. Ist echt wirklich so. jetzt wieder das Ding, TikTok macht es halt zugänglich wie keine andere Plattform zuvor. Sie gehen schon Völlig irgendwie realistisch. selber dagegen vor, wenn sie was mitkriegen, aber meistens haben dann die Leute schon kapiert, dass es gefährlich ist oder die Challenge ist bereits langweilig geworden. Ist halt so ein Ding bei TikTok. Nichts von dem Problem bei TikTok ist wirklich neu. So keine andere Plattform hat es jemals zuvor so krass gepusht, auch wenn nicht bewusst. Die Frage ist halt, was ist die Lösung? Soll jetzt TikTok alles vorher abchecken und gucken, ob es gefährlicher Content ist? Aber dann haben wir halt das Upload-Filter-Problem. Das ist ja eine Masse an Content, der nicht überwacht werden kann. Und total überwachen ist ja auch nicht so das Coolste. Genau, und das ist halt, also bei TikTok ist halt nichts so krass oder keine andere Plattform hat so schnell viralen Content. Wenn ich mir Shorts auf TikTok angucke, ey, die sind wirklich in einer Stunde bei 1000 Aufrufen, in nochmal einer Stunde bei 10.000 und nochmal einer Stunde bei 100.000 Aufrufen, wenn sie krass sind. Also 3 Stunden bis 100.000 Aufrufe. Hey, bei YouTube dauert das ungefähr 2-3 Wochen, bis die so weit sind. YouTube hat viel, viel mehr Zeit, um diese Inhalte zu limitieren. Und deswegen hast du bei TikTok immer sehr viel
schneller eine Erschöpfung, was eine Thematik angeht, weil halt alle merken, oh, das ist gerade Trend. Alle springen da drauf und laden innerhalb von kürzester Zeit was hoch und es ballert halt einfach komplett durch. Und dann kriegen viele Leute einfach tagtäglich nur eine Sache. Und dann irgendwann sagen sie, okay, jetzt habe ich keinen Bock mehr da drauf. Und dann gucken sie es nicht mehr. Und dann nimmt der Trend wieder ab und er ist vorbei. Während wenn ich dasselbe Short, also wenn ich einen Trend jetzt bei TikTok hochladen würde, der wird dort viral gehen. Und dasselbe mache ich bei Shorts. Es dauert halt 2, 3 Wochen. Das ist, ja. Genau, richtig. Nach 1, 2 Wochen passiert bei TikTok-Videos gar nichts mehr mit den Aufrufen. Also, außer jemand geht halt legit deine alten Videos durch. Also, die Problematik ist halt, wie kann man rausfinden, ob ein Inhalt schädlich ist? Und ganz ehrlich, es ist eigentlich nicht so schwer, wie die Plattformen das immer behaupten. Ich meine, wir haben mittlerweile so gute Analyse von allem. Wir können Videos analysieren, wir können Bilder analysieren. Unser fucking Verhalten wird analysiert, basierend auf was wir liken. Du kannst mir nicht erzählen, dass eine KI nicht in der Lage wäre, einen TikTok zu analysieren, ob es schädlich ist oder eine gefährliche Challenge enthält oder nicht. Kannst du mir nicht erzählen. Und wenn das möglich ist, warum kann dann nicht TikTok genau diese möglicherweise gefährlichen Inhalte erstmal blockieren? Was sie ja sowieso schon tun. Ich meine, ich hatte mehr als einmal einen Shadowban auf TikTok wegen Hacking und das dann halt einfach manuell verifizieren lassen. Das würde funktionieren. Aber das machen sie nicht. Und andere Plattformen sind da aber auch nicht besser. Also das muss man einfach ganz klar sagen. Aber ich meine, YouTube macht das genauso. Bei YouTube ist halt, wenn ich da was hochlade, was potenziell gefährlich ist, dann werde ich erstmal demonetarisiert und wenn es jemand meldet, dann wird es halt am Ende vielleicht gesperrt. So, naja, also um das auch wieder zurück auf Bild zu bewerten. Bild hat ein Budget für Klagen, weil sie Clickbait quasi hatten oder weil sie irgendwelche Sachen gemacht haben, die rechtlich nicht in Ordnung waren. Die kalkulieren das in ihre Auflagen mit ein. Also wenn sie quasi Bilder zeigen von jemandem, der irgendwie Opfer war oder festgenommen wurde oder Namen schreiben, was man ja eigentlich nicht darf und dafür eine Presserüge bekommen, dann haben die dafür ein Budget, was sie ausgeben können, um das quasi zu kompensieren. Also sie sagen, okay, die Auflage bringt uns so und so viel mehr ein, wenn wir das Bild zeigen, ja, dann machen wir das doch. So, da sind die Strafen dann entweder zu gering oder es gibt halt keine. Was? Vorwurf Nummer 5. Sex. TikTok ist voll mit widerlichem sexuellen Content. Und ja, TikTok ist wohl die beste Werbeplattform für deinen OnlyFans-Account. Komisch. Aber es ist ja fast so, als würden die Leute sexuellen Content sehen wollen. Ist ja nicht so, als würden auf Instagram oder YouTube nicht auch regelmäßig die Grenzen ausgetestet werden, was möglich ist. Da ist nichts. Da sind nur da Haare. ist nichts. Da ist nichts. Tja, das ist halt das Internet, ne? Und wie schlimm man diese sexualisierten Inhalte findet, ist wahrscheinlich von Person zu Person unterschiedlich. Also ich finde das völlig abstoßend. Menschen. Hier, Mabels Nippel. Das ist der Shit. Oh Gott, 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 oh Gott. Tatsächlich ist das aber nicht der Vorwurf, den ich TikTok gemacht habe, zum Beispiel bei mir im Video. Das darf ich hier wieder nicht sagen, ne, dass mit Kindern in diesem Zusammenhang, dass da Videos hochgeladen wurden und dass die nicht blockiert wurden. Das habe ich bemängelt und das finde ich immer noch furchtbar, dass das da hochgeladen werden kann. Das würde auf keiner anderen Plattform gehen, außer vielleicht Instagram, weil bei Instagram schon Kinder verkauft wurden, also legit verkauft wurden, das Besitzrecht sozusagen. Trotzdem, also freizügigen Inhalten sind wir hier auf Twitch ja auch nicht gerade fern, ne? Badewannen und Poolstreams und so. Also, weiß nicht, das ist halt, ne? Man testet halt aus, was im nicht sexuellen Bereich möglich ist und alles andere landet dann halt irgendwann auf Pornhub. Vorwurf Nummer 6. Manipulation von Kindern und Jugendlichen. Und hier gilt wieder das gleiche Prinzip. Alter Vorwurf, neue Plattform. Obwohl es bei TikTok halt ein bisschen krasser ist als bei den anderen Plattformen. Falsche Schönheitsideale, schlechte Vorbilder, politische Manipulierung, Fake News oder Sekten, die nach Mitgliedern fischen. Das ganze Paket hast du auf TikTok. Und ja, es ist halt wieder so etwas, was fürs gesamte Internet gilt. Nur bei TikTok ist halt der Unterschied, dass es dir halt zufällig reingespült wird. Also du kriegst auf In den USA gibt es einen Trend, dass dass Eltern die Kinder zu Prinzen und Prinzessinnen umkleiden und an Wettbewerben
teilnehmen. Sowas sieht man immer wieder auf TikTok. Das ist. Bei meinem Video von irgendwie so einem radikalen Christen reingespielt, wo du dir niemals auf YouTube hättest angesehen. Du kannst halt Leute erreichen, die du vorher halt nicht erreichen konntest. Das gilt auch für Leute, von denen wir gar nicht wollen, dass sie Leute erreichen. Weil sie hässlich sind. Von innen. Und im Gesicht. Und das ist halt eine neue Gefahr, mit der wir leben müssen. Und wo wir halt auch unsere Kinder und was auch immer erziehen müssen. Tiere. Ich hatte schon ein ernstes Gespräch mit Paro, der ist voll anfällig für Islamisten, ey. Da kann man nicht einfach nur sagen, TikTok böse und dann verbiete ich mein Kind TikTok und dann ist alles gut. Sonst gibt es keine Gefahren im Internet. Ich habe halt momentan keine bessere Lösung, als die Menschen so zu bilden, dass sie nicht drauf reinfallen. Weil wenn du halt versuchst, diese Plattform von den bösen Leuten zu befreien, kann es auch nach hinten losgehen. Wie zum Beispiel bei Andrew Tate. Durch die ganzen Shitstorms und Shit und Stuff, Supersatz, hat er so viel Aufmerksamkeit bekommen, dass jetzt alle von ihm wussten. Und vor allen Dingen halt auch die Leute, die halt anfällig sind für seinen Bullshit. Und die jetzt halt in seine Falle getappt sind. Und jetzt Ich kannte den tatsächlich davor gar nicht. Also irgendwann kam mal so ein Bericht über den Typen. Und meine Frage war halt, wer ist das? Aber ja. lernen sie für 50 € im Monat oder was auch immer, wie man Alpha wird. Für ihn war es einfach nur eine riesengroße Promo-Aktion. Das sind halt alles Probleme, die sich auf TikTok manifestieren, aber jetzt nicht plötzlich verschwinden, nur weil wir TikTok von unseren Handys löschen. So, und das ist tatsächlich genau das, was ich auch immer sage. Wir brauchen halt Awareness. Aber wer macht diese Awareness? Weil aus Schulen kommt sie nicht. So, jetzt denken wir da mal weiter drüber. Ich versuche ja Awareness zu machen mit meinen Videos auf YouTube, mit meinen Tutorials versuche ich Leute zu bilden. Mit meinen TikToks oder Shorts oder Instagram Reels versuche ich Leute auf aktuelle Geschehnisse vorzubereiten. So, genau, Academy, richtig, das ist das Stichwort. Das Problem ist aber, woher wisst ihr, dass ich besser bin? Ne? Ich bin ja auch eigentlich nur so ein Typ im Internet, der euch Sachen erklärt. Und das wird immer schlimmer, weil woher wissen wir, dass irgendwelche Blogs, wo man programmieren lernen kann, besser sind? Also ich meine, Programmieren ist halt es funktioniert oder es funktioniert nicht, aber es gibt ja auch noch andere Themen, die ein bisschen kritischer sind. So, wem kann man eigentlich vertrauen? Und wir sind mittlerweile in der Zeit angekommen, dass sehr, sehr schwer ist, oder wo es sehr, sehr schwer ist, zu unterscheiden, wer seine Quellen immer geprüft hat, beziehungsweise welche Quellen vertrauenswürdig sind. Weil ich meine, wir haben es vorhin gemerkt, ne? Deepfakes, Audio-Deepfakes, wir haben 10 von 50 haben wir nicht erkannt. Das ist halt das Problem. Und die Schule oder das Bildungssystem generell hat geschlafen. Deswegen bin ich froh, dass ich so ein einfaches Thema habe mit YouTube, wo man halt, beziehungsweise mit Informatik und Programmieren und sowas, da gibt es halt es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das ist halt sehr, sehr geil. Theoretisch muss man von klein auf beibringen, was wissenschaftliches Denken ist. Ja, das wäre halt geil, aber das macht halt nicht jeder. Prüfen von Quellen sollte man machen, ja. Also ich versuche meine Quellen auch immer zu prüfen, aber manchmal kommt da auch mal ein Fehler vor. Das ist halt das Problem. Meistens ist es nicht wirklich relevant, aber wenn halt ein Fehler vorkommt, ist es echt ungeil. Ich versuche immer alles doppelt und dreifach zu prüfen und für manche Quellen kommt man irgendwann an eine Sackgasse. Weil, wenn ich nicht selbst dabei war, kann ich nicht wissen, ob es stimmt oder nicht. Das ist halt die Schwierigkeit. Quelle ChatGPT, das wäre geil. Nee, tatsächlich Bing eher. Also Bing gibt dir bei seiner Recherche Quellen an. Das mache ich tatsächlich in letzter Zeit häufig. Über Bing kann man ja quasi so eine Art GPT benutzen oder halt GPT, ich glaube es ist schon 4, kann man benutzen. Und da kann ich draufklicken auf die jeweiligen Artikel, die sie halt als Quelle benutzt haben, kann nochmal selber Fakten checken. Übrigens, Fun Fact, ich habe mal versucht mit ChatGPT bzw. mit Bing meine letzten Videotitel rauszufinden, war halt nicht richtig. Quellen sind manchmal einfach ein Zirkelschluss. Und das hatte ich mal bei einer Recherche, die mir jemand auch aus der Community geschickt hat. Ich sollte über was berichten und habe da quasi wirklich die Quelle bis zum Ende zurückverfolgt. Und der hat einfach gesagt, ja, ist halt, it exists. Und dann war es halt einfach so, der hat das behauptet. Ich konnte das nicht nachprüfen, deswegen habe ich es dann auch gelassen. Also es ist sau schwer geworden mittlerweile. Deswegen muss man eigentlich immer dazu sagen, woher die Quelle kommt, beziehungsweise halt Quellen verlinken, was ich ja immer mache. Vorwurf Nummer 8. China. China nutzt TikTok einfach nur, um uns alle zu manipulieren. Wokeness oder gefährliche Challenges, die werden extra gepusht, um uns zu dezimieren, um uns schwach zu machen. Also in China sieht man in diesen ganzen Apps nur richtig geile Role Models wie Astronauten und Klempner. TikTok ist doch voller Klempner, oder? Und Handwerker sind doch da Ja, überall. so eine richtigen Assis, die denken, sie wären richtig krass drauf. Ich hasse die. Also nicht alle, aber da sind echt ein paar Arschlöcher dabei. Das ist ein bisschen naiv gedacht. Es ist jetzt nicht so, dass China einfach so einen Switch umflickt,
Warum mache ich da Englisch? Und auf einmal ist die ganze westliche Jugend so, wie China es gern hätte. China. Man darf halt nicht vergessen, China. viel von diesem Content, der angeblich so krass gepusht wird, der wird freiwillig gemacht. Leute machen freiwillig diesen scheiß Content. Und was Leute genauso gerne machen, ist, sich im Internet streiten. Es wird auch gern behauptet, dass die Spaltung auf Social Media künstlich gepusht ist. Aber die Leute springen ja freiwillig drauf auf, sodass du eigentlich nicht wirklich viel machen musst. Alter, poste einfach irgendeine Meinung über J.K. Rowling und genießt die Kommentarsektion. Die Gefahr Lieber nicht. ist aber nicht komplett unbegründet. Denn die Gefahr liegt im Detail, in den feinen Tweaks, dass die Leute manipuliert werden, ohne dass sie es merken. Und die größte Angst dabei ist natürlich die Manipulation von Wahlen. Shit you not, aber manche Leute wählen halt tatsächlich jemanden, weil er auf dem Plakat gut aussah. Und solche Leute lassen Ja, meine Großeltern in einer Nussschale. Ist furchtbar. Ich habe sie dafür richtig zur Sau gemacht, dass sie das gesagt haben. Ey, der sah halt sympathisch auf dem Plakat aus. Oder sie sah, ich weiß gar nicht mehr, sah sympathisch auf dem Plakat aus. Habe ich gesagt, so, nee, das kann nicht dein Grund sein. Informier dich bitte über die Position. Es ist, also, sich dann natürlich auch bestimmt von TikTok beeinflussen. Aber Wahlkampf in Ja. Social Media mit Fake News und Propaganda, das passiert ja eh schon. Und zwar auf vielen besorgniserregenden Ebenen, ohne dass China was dafür machen muss. Großes Thema, sehr ernst zu nehmen, aber es ist halt nicht nur China. Vorwurf Nummer 7. ja, also dazu würde ich jetzt tatsächlich einfach mal das Video verlinken, das ich zu TikTok gemacht habe. Und wir gucken uns den letzten Teil nochmal an. Datenklau. Alle deine Daten gehen nach China. Also alle. Absolut alle. Vermutlich. Inklusive deiner Passwörter. Also auch was halt auf Und Kreditkartendaten. anderen Apps passiert. Und TikTok ist da wohl ein Das eher nicht, weil sie darauf keinen Zugriff haben. Außer man lässt sie zugriffen. bisschen schlimmer als andere Apps, weil es ist so ein Ding. Apps klauen deine Daten. Fast alle Handy-Games basieren darauf, dir deine Daten zu klauen. Die meisten sind übrigens aus China. Und ich glaube, die meisten Leute geben halt irgendwie mittlerweile einen Fick drauf, weil du kannst halt gefühlt keinen Service nutzen, ohne dass deine Daten geklaut werden. Man will Doch, die Bootstrap Academy, wir klauen gar nichts. ja trotzdem im Internet sein. Möchtest dazugehören? Ja. Ich meine, was ist passiert, nachdem Edward Snowden aufgeklärt hat, dass die NSA buchstäblich alle Daten speichert, die sie kriegen können? Die Computer wurden besser. Und es sollte jetzt auch kein Whataboutism werden, von wegen, ja, USA macht es auch, deswegen das China jetzt auch oder so. Aber das ist das Problem, warum halt nichts dagegen gemacht wird. Die Regierungen müssten etwas dagegen machen. Ist halt verbieten. Aber die machen genau das Gegenteil. WhatsApp und Co. sollen ja so verändert werden, dass die ganzen Leute noch mehr Daten Das Problem ist aber, wir haben eine DSGVO, die das eigentlich sogar vorschreibt. Datenminimierung. Aber die Regierungen zwingen dich sogar dazu, Sachen zu speichern, die du eigentlich gar nicht speichern möchtest. Sowas wie Adressen. Wir müssen eure Adressen haben. Oder zumindest das Land, in dem ihr wohnt, wenn ihr bei uns Morphcoin kaufen wollt. Was wir eigentlich nicht bräuchten. Aber die Regierung oder Deutschland zwingt mich dazu. Und diese 10 Jahre speichern. Ja, richtig, genau. klauen können. Und wenn halt quasi die eine Seite das machen kann, dann kann es auch die andere Seite machen. Also dann alle Daten überall. Am Ende ist halt so, ich würde halt niemandem vorwerfen, dass er TikTok benutzt, weil das sind halt super viele Creator, die halt gesehen werden wollen und dann muss man halt auf so eine App und die sind jetzt nicht böse, nur weil sie auf diesen Apps sind. Aber es ist halt ein bisschen komplizierter als TikTok bös. Willkommen im 21. Jahrhundert. Yay, Ja. es gibt kein Genießt- Schwarz-Weiß mehr. Genießt Das ist halt das Ding. Also es ist nicht nur so einfach, dass man sagen kann, hey, TikTok ist mega böse und andere machen das nicht, aber TikTok ist sicher nicht the good guy. Also da sind wir uns, glaube ich, einig. So, bis nächstes Mal. Ciao.